Der große Vergleich. Welche Drohne ist die beste? Die DJI Mavic Air, die DJI Spark oder die DJI Mavic Mini? Hallo und willkommen auf drohnen.de. Wir haben auf unsere letzten Videos und Vorstellungsvideos zur brandneuen DJI Mavic Mini sehr viele Nachfragen bekommen. Was ist denn nun die beste Drohne? Welche Drohne soll ich mir kaufen? Was ist der genaue Unterschied zwischen den Drohnen? Was ist für mich das Beste als Anfänger oder was ist das Beste für mich als Profi oder wenn man sich im mittleren Segment bewegt? Wie viel Geld soll ich ausgeben? Und deswegen wollten wir euch hier jetzt mal ein Video zusammenschneiden. Natürlich nicht über alle Drohnen, die es von DJI gibt, sondern über die drei wichtigsten, die es Sinn macht, hier zu vergleichen. Und zwar bewegen wir uns ja im kleinsten Segment, hier so ein bisschen im Spielzeugsegment. Wenn man sich die DJI Tello anschaut, die liegt im Bereich von 100 Euro. Die haben wir aus dem Vergleich mal rausgelassen. Dann kommen wir vom Preislichen her zur Mavic Mini, dann zur DJI Spark und zur DJI Mavic Air, die alle im mittleren Preissegment sich bewegen von, ich sag mal, knapp 400 Euro bis 700, 800 Euro. Und dann gibt es am oberen Ende natürlich noch die Super-Drohnen, also schon fast die Profi-Drohnen, nämlich die DJI Mavic-Serie oder die DJI Mavic 2-Serie, wie die DJI Mavic 2 Pro, die wir hier sehen. Natürlich auch die größte der Drohnen. Und das aber wieder eine Drohne, die sich jetzt im Segment von, sage ich mal, 1300, 1400, 1500 Euro bewegt. Die haben wir aus dem Test auch mal ausgegliedert, sodass wir, wenn ich hier kurz mal aufräume sozusagen und euch das zusammenstelle, was wir im Test noch übrig haben, eben diese drei hier vergleichen wollen. Mavic Mini, brandneu. Dann die DJI Spark, hat schon ein bisschen was auf den Schultern sozusagen, ich hätte schon fast gesagt auf den Rippen, also hat schon ein paar Jahre auf den Schultern, ist das älteste von den drei Modellen. Und die DJI Mavic Air, dann noch als teuerste von diesen dreien. Und die wollen wir euch jetzt in dem Bericht mal vergleichen, so ein kleines Punktesystem aufbauen und euch ein bisschen, sag ich mal, Hilfestellung geben, welche Drohne ihr am besten kaufen könnt, was vielleicht für euch interessant ist und euch die ganzen Unterschiede im Detail mal aufzeigen. Vorab sei noch gesagt, wenn ihr zur ganz neuen DJI Mavic Mini mehr Infos sucht, dann einfach in unseren großen Testbericht reinklicken. Den haben wir für euch schon gedreht hier auf YouTube, der ist schon online verfügbar. Da blende ich euch hier oben den Link ein, dort findet ihr alle Details zur neuen DJI Mavic Mini. Wenn ihr über die anderen zwei Drohnen noch Details haben wollt, das findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Dazu einfach unten auf Drohnen quasi auf unseren YouTube-Kanal klicken, da seht ihr die Übersicht und könnt dann zu allen Modellen nochmal Detailvideos anschauen. Jetzt aber hier zum Vergleich. Wir gliedern den Vergleich einmal in Preis, dann in Daten und Fakten, also sprich die nüchternen Daten und Fakten vergleichen. Dann stellen wir die Funktionen nochmal gegenüber, auch mit ein paar Videoausschnitten, wie die Funktionen jeweils aussehen. Und letztendlich wollen wir auch dann nochmal uns ein paar praktische Aufnahmen ansehen, also Footage sozusagen, Rohmaterial aus den Drohnen raus, wie das Ganze im Fliegen aussieht. Einmal die Videos direkt nebeneinander halten, wo ist vielleicht das Videomaterial doch ein bisschen besser und auch Fotos direkt nebeneinander halten und uns anschauen, die gleichzeitig auch gemacht sind unter gleichzeitigen Bedingungen, wo man wirklich dann nebeneinander schauen kann, wo hat der eine oder andere vielleicht noch den Propeller vorn sozusagen und kann noch den einen oder anderen Zusatzpunkt ergattern. Wir machen das Ganze auch ein bisschen spaßeshalber in Anführungsstrichen mit einem kleinen Punktesystem, welches ich euch hier einblende. Das aber bitte nicht zu ernst nehmen, sonst gibt es nachher Kommentare, warum gibt es für die eine Funktion nicht doppelte Punktzahl, weil die ist mir doch viel wichtiger oder da weniger Punkte oder warum habt ihr das gar nicht beachtet. Das ist sozusagen nur so ein bisschen als Spaß hier im Video zu nehmen, denn jeder hat natürlich andere Sachen im Kopf, die einem wichtiger sind und ihr müsst dann einfach selber entscheiden, einfach nicht auf Basis der Punkte, sondern auf Basis der Fakten, die wir euch hier liefern. Was ist euch von den ganzen Geschichten wichtiger? Geht es mehr um die Auflösung? Geht es mehr um einen möglichst günstigeren Preis oder eine einfache Drohne? Und je nach Gewichtung müsst ihr die Fakten, die wir euch hier einfach nebeneinander zeigen, dann dementsprechend auswerten und für euch die Entscheidung treffen. Das sehen wir aber nachher dann in Ruhe auch nochmal im Fazit.
Kommen wir zum Punkt 1 und das ist natürlich der Preis. Das dürfte für viele auch natürlich ein großes Kriterium sein, zumal die Preisspanne hier ziemlich groß ist. Und zwar starten wir mit dem günstigsten und auch gleichzeitig kleinsten Modell der neuen DJI Mavic Mini. Das ist ja was, für was die Drohne steht, von DJI auch beworben als sozusagen Jedermann-Drohne, die sich jeder sozusagen leisten kann und für jeden das Richtige ist oder besonders auch im Einsteigersegment, aber auch eben für Fortgeschrittene interessant sein kann. Und da befinden wir uns im Preissegment von 399 €, wenn ihr das Basispaket kauft, wo ein Akku mit dabei ist, die Fernsteuerung, die Drohne und Kabel und alles, was ihr benötigt, also 399 €. Oder die Fly More Combo, die DJI ja eingeführt hat, wo ihr einfach nochmal zusätzliches Zubehör habt, wie eine Multiladestation, die auch als Powerbank funktioniert. Nochmal 2 zusätzliche Akkus, sodass ihr 3 Akkus in Summe habt, nochmal ein Netzteil und eine schicke Tragetasche. Das ist die Fly More Combo und da seid ihr bei 499 €. Also 399 € Basis, 499 € Fly More Combo. Dann kommen wir zu der DJI Spark, die sich in der Mitte preislich befindet. Da ist ganz wichtig zu verstehen, deswegen ist fraglich, ob es überhaupt Sinn macht, die DJI Spark hiermit zu vergleichen, aber weil viele von euch danach gefragt haben, haben wir sie trotzdem mit reingenommen. Die DJI Spark ist in Anführungsstrichen schon so alt, ich glaube 2, 3 Jahre vielleicht sogar schon, dass sie gar nicht mehr produziert wird. Das heißt, ihr findet ihr nur noch sozusagen als Ladenhüter bei dem einen oder anderen Geschäft, die sie noch auf Lager haben. Wird aber auch bald auslaufen, denke ich mal, und dann sogar nur noch als gebrauchte Drohne. Also eigentlich müsst ihr euch da schon gar nicht mehr so viele Gedanken drum machen, ob das das richtige Modell ist, eben wegen dem Alter und weil es eigentlich schon sozusagen ausgelaufen ist. Aber wer vielleicht überlegt, sich das als Alternative gebraucht zuzulegen, dem sei das hier nochmal geschuldet, dass wir das mit reinnehmen. Aber von daher auch der Preis ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil das ist auch einfach der Preis, mit dem sie eingeführt wurde damals. Und zwar mit 599 € Basispreis, wo ihr auch die Drohne am Anfang sogar ohne Fernsteuerung nur mit dabei hattet. Später habt ihr für den gleichen Preis aber auch die Fernsteuerung mit dazu bekommen. Und dann gab es für 799 € auch nochmal so ein Fly More Combo, ich weiß gar nicht, ob es damals schon so hieß, aber da waren auch nochmal zusätzliche Akkus, Ladesachen und Zubehör und eine schicke Tasche mit dabei. Also 599 € Basispaket und 799 € Fly More Combo für die Spark. Das ist aber ein ganz alter Preis, die dürfte da heutzutage schon wesentlich günstiger bekommen, eben gebraucht oder die sie noch auf Lager haben. Und dann noch einen Ticken teurer, sage ich mal, die DJI Mavic Air, die auch noch gar nicht so alt ist. Die wurde, glaube ich, auch im letzten Jahr vorgestellt. Also so um ein Jahr dürfte die alt sein vom Modell her. Und dort sind wir bei 849 €, so wie sie eingeführt wurde, so wie sie aktuell übrigens auch noch im DJI-Shop drin steht. Als Basis, auch wieder mit Fernsteuerung, ein Akku und die Drohne selber. Oder für 1049 € in der Fly More Combo mit zusätzlichen Akkus, ich glaube auch eine Multiladestation, Tasche mit dabei, also das immer relativ ähnlich, was ihr da ringsrum noch als Paket bekommt. Und da müssen wir ganz klar sagen, geht natürlich der Punkt, was jetzt rein den Preis angeht, an die DJI Mavic Mini. Lässt sich aber so einzeln ja jetzt noch schwer bewerten, weil wir müssen erst gucken, wie natürlich auch die Funktionen untereinander funktionieren, wie da noch das Ranking ist und wie da die Punkteverteilung ist. Aber rein, wenn man sich den Preis anschaut und sagt, man will was Gutes, Günstiges haben, ist hier der Punkt bei der DJI Mavic Mini. Dann kommen wir jetzt zu der Rubrik Daten und Fakten, bevor wir nachher noch uns praktische Aufnahmen und alles im Vergleich ansehen. Und wie gesagt, die Funktionen, aber erstmal die Daten und Fakten, die man auch nebeneinander legen muss, um das Ganze wirklich nüchtern vergleichen zu können. Da ist ein Kriterium natürlich erst einmal das Gewicht und in Kombination natürlich auch die Größe sozusagen. Und hier haben wir die DJI Mavic Mini mit 249 Gramm oder 248 Gramm, nee 249 Gramm steht auf der Seite auch drauf. Das absolute Leichtgewicht und das, wo DJI auch ganz besonders stolz drauf ist bei der Mavic Mini. 430 Gramm bei der Mavic Air. Ich muss die mal umdrehen, weil ich habe mir das hier auch in einer anderen Reihenfolge aufgeschrieben. Ich musste das auch alles erstmal aus den Historien sozusagen zusammensammeln, weil da ja schon, wie gesagt, ein paar Jahre dazwischen sind. Also 430 Gramm für die Mavic Air und 300 Gramm für die Spark. Daher ganz klar der Gewinner, sage ich mal, in der Rubrik
Gewicht, die DJI Mavic Mini. Gleichzeitig noch mit drin in dieser Größenkategorie ist auch, beziehungsweise in dieser Gewichtskategorie ist auch das Thema Größe. Hier könnt ihr euch selber einen Eindruck machen. Ich halte euch jeweils mal daneben. Ihr seht, dass hier zwar die Mavic Mini ein bisschen größer ist in der Basisversion wie die Spark, aber die Spark lässt sich überhaupt nicht zusammenfalten. Es ist keine faltbare Drohne und das könnt ihr bei der Mavic Mini natürlich machen. Die könnt ihr ultra kompakt zusammenklappen und bei der Größe geht es ja nicht um das Thema, wie groß ist die Drohne, wenn sie ausgeklappt ist zum Fliegen, sondern wie klein ist die Drohne quasi, wenn ich sie transportieren will. Und da seht ihr, dass ihr da noch wesentlich sogar unter die Spark drunter kommt von der Größe her. Wenn man das Ganze jetzt nochmal mit der Mavic Air vergleicht, das ist auch eine faltbare Drohne, die falte ich euch auch mal ganz schnell zusammen, dass ihr hier den größten Vergleich habt. Hier sind übrigens die Propeller nicht mit faltbar, bei den anderen zwei könnt ihr auch die Propeller zusammenfalten. Das ist hier bei der Mavic Air nicht der Fall und dort seht ihr, dass es trotzdem noch eine sehr kompakte Drohne ist, aber den größten Vergleich bei diesen drei kleinen sportlichen Mindest- oder Mini-Modellen sozusagen trotzdem verliert. Und deswegen ganz klar der Punkt an die DJI Mavic Mini, was das Thema Größe angeht. Und zweiter Punkt sozusagen, den wir aber nicht verteilen, aber zweiter Platz an die Spark und der dritte Platz an die Mavic Air. Die weiteren Fakten können wir jetzt ein bisschen knackiger und schneller durchgehen. Da haben wir zum Beispiel das Thema Geschwindigkeit. Bei der Mavic Mini 46 km/h, also knapp 50 km/h. Bei der Spark genau 50 km/h, aber 68 km/h, also knapp 70 km/h. Wesentlich schneller also bei der DJI Mavic Air. Daher Punkt für die Mavic Air beim Thema Geschwindigkeit. Maximale Flugzeit. Dort haben wir bei der Spark 16 Minuten. Bei der Mavic Air, obwohl sie größer und schwerer ist, man eigentlich denkt, dass er einen größeren Akku haben sollte, 21 Minuten, aber 30 Minuten bei der Mavic Mini, einfach auch durch das leichte Gewicht und dadurch, dass es einfach die neueste Drohne ist, also nochmals Punkt für die Mavic Mini. Ein ganz großes Thema ist natürlich das Thema Reichweite. Ihr dürft in Deutschland so oder so nur auf Sichtreichweite fliegen, aber umso größer die theoretische Reichweite ist, umso unanfälliger ist die Drohne natürlich auch für Störungen und kann in irgendwelchen Spezialsituationen dann trotzdem noch solider gesteuert werden und vor allem die Bildübertragung bricht auch nicht ab und hat keine Störungen. Dort benutzen alle drei Drohnen erstmal basistechnisch die gleiche Technologie, nämlich ein WLAN-basierendes System, was auch nicht OcuSync basiert ist, wie eben bei den DJI Mavic 2 Modellen, wo man wirklich diese mega gigantische Reichweite hat. Das haben die alle drei nicht. Sie benutzen alle drei zwei Frequenzbänder, nämlich 2,4 GHz und 5,8 GHz. Das eine Frequenzband ist ein bisschen störunauffälliger, weil es dort weniger gibt, was dort funkt. Dafür hat es die geringere Reichweite und das andere hat mehr Reichweite, aber dort gibt es üblicherweise mehr Störungen und alle drei Drohnen managen das automatisch, also schauen, in welchem Bereich kann ich wie am besten fliegen. Dort ist am schlechtesten schon von Werk aus angegeben die DJI Spark, nämlich mit 500 Metern für 2,4 GHz und weniger 300 bei 5,8 GHz, aber ich sage euch jetzt immer mal die maximale Entfernung, also 500 Meter bei der Spark und bei den beiden wird 2000 Meter angegeben im europäischen CE-Standard. Man muss allerdings sagen, dass sich die Mavic Air so ein bisschen ihren Namen schlecht gemacht hat, weil man natürlich von den großen Mavic-Modellen schon mehr Reichweite gewohnt war. Aber auch hier das Ganze nicht ganz so super funktioniert hat. Das heißt, die Reichweite hier oft ein negatives Thema ist, was man im Zusammenhang mit der Mavic Air hört. Beide sind mit 2000 angegeben. Die Mavic Mini ist aber einfach neuer und wir haben das Ganze auch mal so ein bisschen getestet auf Herz und Nieren. Und da wurde an der WLAN-Technologie auch nochmal was verändert und deswegen ist die Mavic Mini unserer Meinung nach, obwohl bei beiden 2000 Meter angegeben sind, nochmal einiges stabiler von der Übertragungsreichweite und auch von der Bildstabilität, von dem Live-Bild, was ihr quasi in die DJI-App reinbekommt und deswegen geht hier der Punkt unserer Meinung ganz klar an die Mavic Mini. Kommen wir als nächstes zum Thema Sensorik. Welche Sensoren haben die Drohnen in Summe? Was sind da die Unterschiede? GPS haben schon mal alle. Das heißt, die halten ihre Position über GPS-Koordinaten, die sie empfangen. Da benutzen auch alle eben beide großen weltweiten Systeme, nämlich GPS und GLONASS. Dadurch ist die Ortung sehr genau. Das funktioniert auch super gut. Also da gibt oder nimmt sich die ein oder andere Drohne nichts. Auch gleich ist, alle drei Drohnen haben das sogenannte VPS-System, also
Vision Positioning System. Das ist nochmal ein System, wo zusätzlich nach unten gerichtete Sensoren sind. Die können je nach Modell ein bisschen unterschiedlich sein. Prinzipiell funktioniert es aber sehr ähnlich und immer gleich. Das heißt, die Drohne schaut unter sich und merkt sich den Boden, die Bodenstruktur. Und wenn sie dann abdriften sollte durch Wind, dann kann nochmal zusätzlich zum GPS, was auch hilft, die Koordinaten zu halten, kann eben diese Bodenveränderung auch nochmal benutzt werden, dass die Drohne versucht, genau die Position da zu halten, wo sie ist. Ganz wichtig ist, das ist auch sehr wichtig für Indoor-Fliegen, denn da habt ihr ja keine GPS-Verbindung und dort kann sie nur eben dadurch, dass sie sich den Boden unten drunter merkt, die Position eben perfekt halten. Da geben sich alle drei aber auch nichts. Nächstes und wichtiges Thema ist, und das ist für viele interessant oder wird viel nachgefragt, ist eben das Thema weitere Sensorik, also besonders Hinderniserkennung. Und dort hat die DJI Mavic Mini gar nichts weiter, nur das, was wir eben jetzt gesagt haben, die Sensoren nach unten und GPS-Erkennung, aber sie kann keine Hindernisse um sich herum erkennen und würde überall reinfliegen, wo ihr sie reinsteuert. Die anderen zwei haben eine Hinderniserkennung, und zwar mit der Spark eingeführt, eine Hinderniserkennung, nochmal speziell, da habt ihr hier oben auch dieses Fenster, wo da was drin ist. Ich glaube, das war bei der Spark noch Infrarot und in Kombination mit der Kamera unten eine Hinderniserkennung nach vorn. Die reicht auch nicht super weit, also ist relativ begrenzt auf wenige Meter, aber sie hat zumindest eine Hinderniserkennung. Bei der DJI Mavic Air wurde auch eine Hinderniserkennung nach hinten eingeführt. Das heißt, hier habt ihr Sensoren nach vorne und nach hinten. Und hier wird auch die Kamera nochmal mit benutzt. Ich glaube, bei der Spark habe ich es falsch gesagt, wird die Kamera nicht mit benutzt, aber hier wird auch die normale Kamera noch mit benutzt und dadurch hat man hier eine sehr weite Hinderniserkennung nach vorn und zusätzlich noch eine normale Hinderniserkennung nach hinten. Seitlich hat man nichts, das kommt erst bei den Mavic 2 Modellen zum Tragen und auch die Hinderniserkennung nach oben bei den Mavic 2 Modellen. Aber hier muss man ganz klar sagen, hier geht der Punkt an die Mavic Air. Inwieweit man die Hinderniserkennung wirklich braucht. Ziel ist natürlich, so fliegen zu können, dass eben nichts passieren kann, dass man alles im Blick hat. Man hat aber einfach nochmal einen zusätzlichen Puffer. Das müsst ihr aber selber entscheiden, wie wichtig das Ganze für euch ist. Also Punkt, wie gesagt, war hier für die DJI Mavic Air. Dann haben wir nochmal als kleinen Punkt, das ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber ist einfach nochmal ein Unterschied. Der ein oder andere hat danach gefragt und hat uns auch darauf angesprochen. Welche von den Drohnen kann ich denn alles auch ohne Fernsteuerung steuern? Typischerweise bekommt ihr eine Fernsteuerung mit, die schauen wir uns nachher auch nochmal an, die Details. Aber ihr könnt die Drohnen auch nur mit dem Smartphone und nur über die App steuern, indem euch hier Joysticks eingeblendet werden und ihr dann mit dem Smartphone die Drohne steuern könnt. Da ist die Reichweite natürlich nochmal viel, viel geringer. Aber da ist auch nochmal ein Unterschied. Das geht nämlich nicht mit allen, denn das geht mit der DJI Spark und der Mavic Air. Die DJI Mavic Mini kann das gar nicht, weil sie eben auch schon die bisschen geänderte und weitere und bessere Übertragungstechnik benutzt und da hält das Smartphone so oder so nicht mehr mit. Von daher geben wir hier aber trotzdem mal die 2 Punkte, also jeweils einen Punkt an die Mavic Air und an die DJI Spark dafür. Und dann auch nochmal, wie eben schon mal angesprochen, die Fernsteuerung, die wir uns im Detail angucken wollen. Und hier sind die Fernsteuerungen von der Mavic Air und der Spark eigentlich prinzipiell gleich. Die von der Mavic Mini sieht auch fast gleich aus, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten. Und zwar habt ihr hier oben eine Funktionstaste weniger. Die Fernsteuerungen haben prinzipiell so oder so keine Displays. Das haben auch nur die großen Mavic-Modelle, also Mavic Pro oder Mavic 2. Und ihr habt hier vorne nochmal eine Funktionstaste auf der Fernbedienung. Ansonsten könnt ihr auch den Sportmodus hier direkt auswählen und müsst das nicht in der App machen. Eigentlich ist das uninteressant. Also ihr habt hier oben auch nochmal bei beiden das Rädchen, um die Kamera neigen zu können. Das könnt ihr auch bei allen 3 Drohnen, also sprich die Kamera im Gimbal nach unten neigen über das Rädchen. Ihr könnt hier Foto- und Videofunktionen starten, habt die Antennen oben einklappbar und habt dann hier unten quasi die Klammer, wo ihr das Smartphone reinklappt bzw. reinklipst, sodass ihr dann die App benutzen könnt und in der App das Live-Bild seht. Also eigentlich alles fast gleich, bis auf 1, 2 kleine Funktionsknöpfe. Aber sei es drum, vergeben wir dafür auch einen Punkt und den müssen wir dann natürlich vergeben wieder an die Spark und an die Mavic Air, denn die Mavic Mini hat eben diese eine kleine Zusatztaste nicht. Ihr könnt auch bei beiden die Sticks abschrauben. Beziehungsweise bei der Mavic Air und bei der Mavic Mini, bei der Spark könnt ihr das glaube ich noch nicht, da sind die Sticks noch nicht abschraubbar, von daher die 2 noch mal ein bisschen kompakter und bei der Spark, wie gesagt, sind die Sticks dann immer fest mit dran, aber ihr könnt so oder so den Rest zusammenklappen. Kommen wir als nächstes zu einem Thema, was wir eben schon ein bisschen mit angegangen sind, und zwar den Gimbal. Also wie gesagt, Neigung haben alle 3.
Hier ist nochmal der Unterschied und wichtig zu verstehen, der Gimbal ist dafür da, dass ihr ein ruhiges Bild habt und dass die kleinen Vibrationen oder auch Neigungen von der Drohne in eurem Videobild nachher nicht mit zu sehen sind, sondern ihr wirklich ein Bild habt, was aussieht, als wäre es kinoreif oder was auch sogar kinoreif ist. Und da ist es wichtig, dass die Gimbal diese Bewegung sozusagen ausgleichen, und zwar in alle 3 Dimensionen, um alle 3 Achsen. Die 2 Drohnen, die wir hier haben, die Mavic Mini und die Mavic Air, die machen das auch in allen 3 Achsen. Die Spark hat nur einen Gimbal, der nur in 2 Achsen funktioniert und um die Y-Achse keinen Ausgleich machen kann. Das versucht sie über Software noch ein bisschen zu kompensieren. Das funktioniert aber nie so gut wie eine mechanische Stabilisierung. Von daher geht der Punkt, was die Bildstabilisierung über den Gimbal und mechanisch, so wie es am besten funktioniert, wer die Funktionen hat, ganz eindeutig an die Mavic Mini und Mavic Air, und das eigentlich schon ein großer Minuspunkt sogar für die DJI Spark, genauso eben wie die Reichweite und maximale Flugzeit und dass sie eben nicht klappbar ist. Also hier sieht man schon, dass das einfach ein bisschen älteres Modell ist und hier das Ganze Stück für Stück weiterentwickelt wurde und die guten Funktionen auch je nach Generation weiter mitgenommen werden oder sogar noch verbessert werden. Soviel zum Thema Gimbal. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte, nämlich an die Videoqualität und Fotoqualität und so weiter und so fort. Und hier gibt es auch wieder große Unterschiede. Wir fangen mal mit dem kleinsten an, nämlich der Spark, das älteste Modell. Dafür auch typisch Video- und Fotofunktionen entwickeln sich ja ständig weiter. Die Auflösung wird immer besser. Hier haben wir ganz normal einfach nur HD-Auflösung, so wie ich das von damals noch recherchiert habe. Ich weiß nicht, ob über Firmware-Update da noch mehr dazugekommen ist, aber soweit ich weiß, nur HD-Auflösung, also 1080p bei 30 FPS, also 30 Frames pro Sekunde, 30 Bilder pro Sekunde Bildwiederholung. Dort haben wir, und jetzt wird es interessant und kommt das Ganze so ein bisschen durcheinander. Hier geht es jetzt nämlich nicht weiter nach, was die neueste Drohne ist, sondern die Mavic Mini, dadurch, dass sie so günstig ist und DJI sie sicherlich nicht als Konkurrenz zu den großen Drohnen sehen will. Hier hat die Mavic Mini den 2. Platz, nämlich diese kann 2,7K bei 30 FPS, also die Hälfte von 4K. Oder eben, wenn sie in Full HD, also auch bei 1080p filmt, dann sogar 60 FPS, falls ihr mal Zeitlupenaufnahme machen wollt, also mit halber Geschwindigkeit abspielen wollt und so weiter. Dafür sind diese 60 FPS wichtig. Das kann die Spark gar nicht. Hier zumindest im Full HD. Und die Mavic Mini ist die einzige, obwohl sie nicht das neueste Modell ist, aber ist die einzige, einfach durch den Preis wahrscheinlich geschuldet, die 4K kann. Also die einzige mit 4K-Kamera bei 30 FPS und bei 2,7K schon kann sie sogar 60 FPS. Also das, was die Mini als maximale Auflösung überhaupt kann, dort kann die Mavic Air sogar schon dann 60 FPS und das ist schon wirklich herausragend. Dem Ganzen geschuldet, also diesen Datenmassen, die wegzuschreiben sind, ist auch die Übertragung. Also der Punkt, nochmal um das festzuhalten, der Punkt ganz klar, genauso wie der Gimbal-Punkt an die Mavic Air, beziehungsweise Auflösung an die Mavic Air, ein Gimbal-Punkt ging ja an beide. Die maximale Bitrate von der Videoübertragung, das ist eben was mit der Auflösung zusammenhängt. Dort hat die Spark 40 Mbit pro Sekunde, nee, 24 Mbit pro Sekunde, die Mavic Mini 40 Mbit pro Sekunde und die DJI Mavic Air, einfach durch diese 4K-Geschichte auch und die Datenmassen, die da wegzuschreiben sind, 100 Mbit pro Sekunde. Das ist aber einfach auch dieser Auflösungsgeschichte geschuldet, deswegen geben wir da nicht nochmal zusätzlich irgendwelche Punkte, das hängt halt irgendwo direkt mit zusammen. Kommen wir als nächstes, und das hängt natürlich auch mit Video zusammen, aber auch mit Foto, zum Sensor. Hier sind alle 3 gleich. Es kann sein, dass der Hersteller vom Sensor unterschiedlich ist, aber prinzipiell haben alle 3 einen CMOS-Sensor mit 1,2 Zoll Sensorgröße. Das ist einfach identisch, deswegen geht dieser Punkt einfach an alle 3. Das gleiche gilt für die Fotoauflösung. Dort schaffen alle 3 Drohnen 12 Megapixel. Die Bildverhältnisrate, nicht das Verhältnis, aber die Pixelanzahl ist noch mal ein bisschen größer oder kleiner. Da ist die DJI Spark, die ein bisschen ungewöhnliches Format benutzt, aber sei es drum, grob sind es 12 Megapixel, deswegen dieser Punkt auch für alle 3. Auch damit zusammenhängend ist das Thema Format, wie die Fotos abgespeichert werden, ob die nur im Standard-JPEG-Format abgespeichert werden oder auch im RAW-Format. DJI benutzt da immer das DNG-RAW-Format und dort die Spark und auch die ganz neue Mavic Mini, die nur JPEG können,
Die Mavic Air ist die auch Bilder in DNG RAW abspeichert, also für die das unbedingt bei euch brauchen, weil sie sehr viele Fotos machen und da Nachbearbeitung machen wollen, Weißabgleich und so weiter, was man in RAW-Bildern einfach noch besser machen kann, wo man aber auch spezielle Programme für braucht. Für die kann das nochmal ein Punkt sein, der hier ganz deutlich an die DJI Mavic Air geht. Dann habe ich mir als nächstes Unterscheidungsmerkmal und sei nochmal angebracht, das sind sicherlich nicht alle Merkmale, es gibt bestimmt der eine oder andere, der dann sagt, aber hier sind noch Unterschiede und hier sind noch Unterschiede, aber die ich jetzt hier für sinnvoll erachtet habe oder wo auch viele Fragen von euch kamen, als nächstes Merkmal habe ich noch das Laden rausgesucht und da noch nicht mal die Ladezeit, die ist, sag ich mal, relativ ähnlich, gibt oder nimmt sich nicht so viel, da liegt alles so circa bei 90 Minuten, wenn man das richtige große Ladegerät eben dementsprechend dranhängt. Aber interessant für viele von euch scheinbar, so wie die Fragen aussehen, ist das Thema nochmal, welche Drohne kann ich eben auch ohne Ladegerät laden, nämlich direkt an USB. Das ist besonders spannend, wenn ihr zum Beispiel im Auto irgendwo unterwegs seid und das Ganze einfach in den USB-Zigarettenanzünder-Adapter reinstecken wollt. Oder ihr seid unterwegs und habt nochmal eine USB-Powerbank dabei. Welche Drohne und welchen Akku kann ich damit denn direkt laden? Und das geht eben auch nicht bei allen. Das ging bei der Spark damals schon. Bei der DJI Mavic Air, die als nächstes rauskam, ging das Ganze nicht mehr, sondern da könnt ihr den Akku wirklich nur im Ladegerät und an der Steckdose laden. Und jetzt bei der Mavic Mini, dadurch, dass sie auch leichter ist und wieder einen kleineren Akku habt, den könnt ihr auch zusätzlich über USB laden oder im festen Ladegerät. Wichtig ist zu verstehen, wenn ihr bei den zweien, wo ihr es über USB könnt, eben nicht das feste Ladegerät mit großem Netzteil nehmt, sondern eben nur über USB ladet, dauert das Laden natürlich viel, viel länger, weil da viel weniger der Ladestrom viel geringer ist, die Spannung dementsprechend geringer ist und deswegen dauert es dann länger, aber es gibt erstmal mehr Flexibilität für unterwegs. Als letzten Faktpunkt quasi, den ich vergeben will, beziehungsweise jetzt erstmal noch der Vollständigkeit halber, der Punkt ging an diese zwei hier, also Mavic Mini und DJI Spark. Und als letztes, was noch zum Vergleich herangezogen wird, ist die App, denn die ist auch nicht gleich für alle. Die ersten zwei, die rausgekommen sind, die DJI Spark und die DJI Mavic Air, die benutzten die DJI Go App oder die DJI Go App 4, die es bisher gab. Bei der DJI Mavic Mini hat DJI gesagt, da wollen wir alles nochmal vereinfachen und verschlanken und auch nochmal ein bisschen neu machen, um das auch für Anfänger interessant zu machen und noch intuitiver. Und hier gibt es eine neue App, die heißt DJI Fly App. Das ist alles an und für sich nicht unbedingt ein Vor- oder Nachteil, denn das sehen wir nachher gleich noch in den Funktionen und werden es da drin bewerten, welche App mehr oder weniger kann. Es sei einfach nur gesagt, es sind unterschiedliche Apps, speziell bei der DJI Mini, Mavic Mini, deswegen vergeben wir hier auch nicht nochmal gesonderten Punkt. Und damit sind wir in Summe, wenn ich richtig mitgezählt habe oder mir das richtig aufgeschrieben habe, bei der DJI Spark, bei unserer, wie gesagt, Spaß-Punkte-Skala bei 5 Punkten aktuell, bei der DJI Mavic Air bei 9 Punkten und bei der Mavic Mini bei 8 Punkten. Wenn wir da aber das Preisthema mit reinzählen, dann eben auch bei 9 Punkten, beziehungsweise Preis ist vielleicht für den einen oder anderen noch entscheidender, da kann man schon fast doppelte Punkte angeben. Also ich sage jetzt mal 9 bis 10 Punkte, 9 Punkte und 5 Punkte, was unsere bisherige Punkteskala angeht, die aber nicht zu ernst zu nehmen ist. Und deswegen springen wir jetzt schnell zum nächsten Thema und was auch nochmal ein riesen wichtiger Komplex ist, nämlich der Funktionsumfang und was die einzelnen Drohnen überhaupt im Detail können. So, und da geht es jetzt richtig rund bei dem Funktionsumfang, denn da ist es auch nicht so, dass die neueste Drohne, so wie es bei DJI immer typisch ist, am meisten kann und Funktionen dazukommen, sondern hier kommt jetzt das zum Tragen, was ich euch vorhin schon erklärt habe, dass DJI zum einen gesagt hat, die nagelneue DJI Mavic Mini soll besonders schlicht und einfach zu bedienen sein und nicht zu überladen. Deswegen nehmen wir da viele Funktionen raus. Und bestimmt nochmal der zweite Hintergedanke von DJI, wenn ich so eine Drohne rausbringe, die so besonders günstig ist und so preislich weit unten angesiedelt ist im Vergleich zum Rest, dann müssen wir die Funktionen auch einfach ein bisschen abspecken. Obwohl es die Drohne technisch wahrscheinlich schon irgendwie kann. Aber der Unterschied zu den großen Drohnen muss ja noch groß genug sein, sodass auch noch Käufer für die großen vorhanden sind. So bin ich mir sicher, ist da sicherlich das Gedankengut, was auch einfach wirtschaftlich nachzuvollziehen ist, obwohl natürlich jeder Käufer sagt, warum packt er die da nicht da doch rein, wenn es technisch möglich ist. So oder so, so ist es und das sehen wir jetzt gleich, wenn wir uns nämlich die Funktionen im Detail anschauen und dort fangen wir jetzt mal mit der Mavic Mini an und zwar gibt es dort die sogenannten Quickshots. Die wurden bei allen 3 Drohnen eingeführt. Ich glaube auch als erstes hier mit der Spark. Das sind also die Drohnen, wo das Ganze
überall integriert ist. Das sind nochmal Funktionen, wo ihr relativ einfach auf Knopfdruck ein fix und fertiges Video bekommt. Das heißt, die Drohne startet, fliegt los, fliegt ein besonderes Muster sozusagen ab, kommt danach wieder zurück, startet automatisch die Aufnahme und ihr habt einen kurzen Clip, könnt aber daran auch nichts verändern. Das heißt, das Muster ist vorgegeben durch den jeweiligen Modus, die Länge ist vorgegeben, was sie abfliegt, ihr könnt da nichts großartig einstellen und bewegen, habt aber danach einen fertigen Clip. Das haben alle drei, aber der Umfang ist unterschiedlich. Und zwar die Mavic Mini hat hier auch wieder einen reduzierten Umfang, nämlich die Modi Boomerang und Asteroid, die wir gleich nochmal bei der Mavic Air sehen werden, die gibt es nicht. Aber es gibt den Modus Rocket, das heißt, hier fliegt die Drohne senkrecht hoch, wie ihr hier seht. Die Person wird vorher markiert. Oder jeder mögliche Gegenstand wird markiert, das ist nicht nur auf Personen und euch selber beschränkt. Und dann fliegt die Drohne gerade hoch, startet die Aufnahme und schwenkt dabei den Gimbal nach unten. Da habt ihr eine super Sicht sozusagen von oben auf euch. Dann als nächstes den Modus Droni. Dort startet die Drohne auch nach oben, fliegt aber leicht nach hinten weg, rückwärts, hat euch dabei auch im Blick. Das, was im Blick behalten werden soll, kann markiert werden, darf sich aber nicht großartig bewegen. Das sieht dann wie hier eben aus. Und dann haben wir noch den Modus Kreisen. Dort, wie der Name schon sagt, wird eben um das markierte Objekt ein gleichmäßiger Kreis rumgeflogen, genau 360 Grad ein Kreis. Und der Modus Helix, wo der Kreis dabei noch sogar größer wird. Das also die 4 Modi, die Mavic Air kann. Die Mavic Mini kann. Bei der Mavic Air sind diese Modi am umfangreichsten. Da gibt es auch diese 4 eben genannten Modi, aber da wurde zusätzlich nochmal eingeführt der Modus Boomerang, wo wie ein Boomerang, eine Schleife geflogen wird mit großer werdendem Radius und die Drohne auch wieder zurückkommt, wie ihr hier seht. Und was mein Lieblingsmodus ist, der Modus Asteroid. Das heißt, die Drohne fliegt weg, macht dann oben nochmal ein 360 Grad Panorama und dadurch sieht es dann so aus, als würde die Drohne von außen auf den Erdkugelplanet quasi drauf zukommen und auf euch zugeschossen kommen und euch dann im Detail ganz nah zum Schluss langsam filmen. Und das ist einfach ein ziemlich cooler Modus. Die 2 zusätzlichen Modi gibt es bei der DJI Spark auch nicht. Das heißt, hier gibt es auch nur die 4 Basismodi, die ich euch bei der Mini schon vorgestellt habe. Aber hier hat die Mavic Air einfach nochmal die Nase vorn. Das nächste Thema ist ein ganz heikles Thema, denn das haben wir fast als meistes an Kommentaren gehört. Und zwar ist das Thema Active Track. Was ist Active Track? Active Track bietet euch die Möglichkeit, in der App mit einem Rahmen eine Person, einen Gegenstand, ein Auto, ein Tier, was auch immer zu markieren. Und das wird dann nicht nur im Auge behalten von der Drohne, sondern das wird auch verfolgt. Das ist die Funktion Active Track, die ist für Anfänger immer sehr interessant. Meiner Meinung nach funktioniert es aber nicht so perfekt, dass man sie für alles benutzen kann. Das heißt, besser ist immer, wenn ihr selber gut fliegen lernt und selber hinterher könnt und Objekte verfolgen könnt. So oder so, die Funktion wird angeboten, aber nicht für alle Drohnen. Und zwar wird sie angeboten für die Spark in verbesserter Version auch nochmal für die Mavic Air und überhaupt nicht für die Mavic Mini, was wirklich viele dort bemängeln, weil die sagen, das ist für mich als Anfänger zum Beispiel ziemlich interessant. Deswegen, das muss ganz klar erwähnt sein, bei der Mavic Mini kein Active Track. Active Track hat dann auch noch die Möglichkeit, wenn die Objekte markiert sind, dass die Drohne im Profil neben euch herfliegt oder beiher noch sogar Kreise um euch zieht und. Das ist einfach das Thema Active Track. Nächstes Thema ist das Thema Gestensteuerung, um die Drohne mit der Handfläche steuern zu können und rechts, links, oben, unten, teilweise sogar mit der Handfläche starten und landen zu können. Da hat DJI gesagt, denke ich mal, es ist wichtig dafür, dass man hier eine Hinderniserkennung hat oder zumindest vor der Drohne sieht, was da los ist, dass da eben keine Personenschäden passieren können. Deswegen das, was ganz klar, was bei der DJI Mavic Mini gar nicht mit drin ist, obwohl sie so klein ist, aber eben keine Hinderniserkennung hat. Die anderen 2 Drohnen haben das. Das heißt, die beiden könnt ihr über Gestensteuerung steuern, könnt auch Fotos auslösen, könnt sie hin und her bewegen. Das macht mal Spaß am Anfang, aber es ist eigentlich in der Praxis so oder so nicht großartig zu gebrauchen, weil ihr sie nicht wirklich clever steuern könnt und einfach die Fernbedienung letztendlich braucht. Die Spark hat da sogar noch eine ganz besondere Zusatzfunktion, die könnt ihr sogar auf der Handfläche landen lassen. Wenn ihr die Handfläche unten drunter haltet, dann landet sie bei euch auf der Hand. Das kann auch die Mavic Air nicht. Das ist aber der Unterschied zum Thema Gestensteuerung.
Dann kommen wir zu den Flugmodi, also das, was nochmal die Flugeigenschaften besonders beeinflusst und besondere Flugmöglichkeiten ermöglicht. Da gehört eigentlich Active Track auch dazu, aber ich habe das jetzt extra mal rausgelöst, weil das für viele eben so ein wichtiger Punkt ist. Und dort kann die Mavic Mini auch am wenigsten. Dort habt ihr nämlich als Flugmodus eigentlich nur 3, nämlich den Standardmodus, den ich jetzt mal nicht mitzähle, dann aber einen Sportmodus, wo ihr besonders sportlich fliegen könnt und auch die vorhin genannte Maximalgeschwindigkeit erreicht, aber dann natürlich alles viel sensitiver ist und auch für Videoaufnahmen weniger geeignet. Und dann gibt es noch einen Cine-Smooth-Modus. Der ist, wie der Name schon sagt, dafür da, wenn ihr besonders weiche Aufnahmen machen wollt. Denn da reagiert sie extrem träge, dreht auch ganz langsam, macht alles ganz langsam und da ist es dann einfacher, verschiedene Bewegungen weich auszuführen, und für Indoor ist das natürlich auch interessant, wenn ihr besonders vorsichtig fliegen müsst und eine enge Umgebung habt. Das ist aber schon alles, was die Mavic Mini da kann. Die anderen zwei nehmen und geben sich dabei nicht so viel. Dort habt ihr nämlich ein extrem großes Paket mit extrem großem Umfang. Da habt ihr zum Beispiel Tap Fly, das heißt, ihr könnt in der App irgendwo hin tippen und die Drohne fliegt dahin, und das sogar mit verschiedenen Untermodi. Denn ihr könnt irgendwo hintippen, ganz normal, also wie eben gesagt, und sie fliegt dorthin. Dann gibt es aber zum Beispiel noch einen Modus vorwärts und rückwärts. Ich weiß gar nicht, ob das bei der Spark gibt, aber die Mavic Air, hier die da wirklich absolut die Nase vorn hat, dort könnt ihr sie vorwärts einfach irgendwo hinwegschicken oder auch rückwärts einfach irgendwo hinwegschicken. Also eben den vorhin genannten Droni-Modus quasi selber auslösen, denn sie fliegt gerade eine gedachte Linie nach hinten von euch weg oder von der Position, wo sie gerade ist. Dann gibt es noch einen Koordinatenmodus, dort hält sie die Höhe auch noch ganz stabil, alles noch innerhalb von dem Tap-Fly-Modus. Das kann teilweise, wie gesagt, die DJI Spark auch. Dann kommen noch weitere Modi bei den zweien hinzu, nämlich ein POI-Modus. Das heißt, ihr könnt, ähnlich wie vorhin der Kreisen-Quickshot-Modus, ein beliebiges Objekt markieren und die Drohne drum kreisen lassen. Das aber nicht nur ein Kreis, sondern beliebig lang. Ihr könnt sie beiher auch steuern und den Radius verändern, die Höhe verändern. Also nicht wie bei den Quick-Modi, wo alles ziemlich fest in einen kleinen festen Rahmen gepackt ist, sondern das viel flexibler in diesen Flugmodi, wo ihr alles noch beeinflussen könnt, Aufnahme starten und stoppen könnt, wann ihr wollt, den Kreis, wie gesagt, verändern könnt und den um beliebige Objekte grafisch ringsherum legen, also einfach nur im Bild markieren und schon startet die Drohne mit dem Kreis. Dann gibt es noch den Cinematic-Modus, der ist so ein bisschen ähnlich wie der Cine Smooth von der Mini. Der ist dafür da, dass sie nicht ganz so abrupt bremst, sondern sich weich ausgleiten lässt, um auch nochmal weichere Aufnahmen zu machen. Dann gibt es nochmal einen Static-Modus oder einen Stativ-Modus heißt der, glaube ich. Der ist auch wieder so ähnlich wie der Cine Smooth. Das wurde, glaube ich, beides hier in diesem einen Modus bei der Mini zusammengefasst. Dort ist sie extrem träge und macht alle Bewegungen nur langsam. Und auch bei beiden Drohnen gibt es noch den Sportmodus, wo ihr dann eben die genannte Maximalgeschwindigkeit erreicht. Was bei allen drei Drohnen fehlt und deswegen hier auch nochmal trotzdem erwähnt, denn es wird sehr oft von euch nachgefragt, ist das Thema Waypoints. Das heißt, ihr könnt keine automatischen Flüge planen, nicht auf der Karte irgendwie Punkte festlegen, wie es bei den Mavic 2 Modellen oder großen Mavic Modellen teilweise ist. Und ihr könnt dann nicht automatisch Flugrouten abfliegen lassen. Soweit ich weiß, geht das bei allen drei nicht, bei der Mavic Mini auf jeden Fall nicht. Bei denen bin ich mir ziemlich sicher auch nicht. Vielleicht wurde es mit irgendeinem Firmware-Update, glaube ich, zwischendrin mal nachgebessert, dann aber auch wieder zurückgenommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe vom DJI. Ich würde jetzt mal sagen, bei allen dreien geht es aktuell nicht. Also keine Waypoints und kein automatisches Abfliegen von Wegpunkten. Dann kommen wir zum Thema Fotoaufnahmen und welche Möglichkeiten es da gibt. Und dort bei der Mavic Mini, wie bei allem, was wir bis jetzt hatten, auch wieder das extrem reduzierte Set. Denn hier habt ihr aktuell nur die Möglichkeit, normale Einzelfotos auszulösen. Also einmal drücken, ein Foto wird geschossen, oder eine Serienaufnahme zu machen. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die die Mavic Mini bietet. Bei den anderen beiden Modellen, da müssten auch beide fast gleich sein. Da habt ihr noch sehr viele andere Möglichkeiten. Ein großes Thema hier, was eben auch für die Mavic Mini oft angefragt wurde, aber eben beneint werden muss, ist das Thema Panoramen. Ihr könnt mit den zwei ganz automatisch wunderbare Panoramen erstellen. Einmal indem
ihr einfach ein großes Megapixel-Foto erstellt, in dem aus 9 einzelnen Bildern, die automatisch nacheinander gemacht werden, ein großes Bild zusammengesetzt wird, oder aber auch ein 180-Grad-Sphärenpanorama oder ein 360-Grad-Sphärenpanorama. Das heißt wirklich, dass das Bild nachher, was entsteht, aussieht wie eine Kugel entweder oder was ihr sogar interaktiv abspielen könnt und euch in diesem Foto, in dieser Fotokugel quasi frei bewegen könnt. Das ist eben was die beiden können. Dann natürlich auch trotzdem noch eine Zeitauslöseraufnahmen, sodass im festen Intervall Aufnahmen Stück für Stück nacheinander gemacht werden. Das ist zum Beispiel dafür da, wenn ihr danach einen Zeitraffer daraus zusammenschneiden wollt. Die können beide auch HDR-Aufnahmen, also wo mehrere Aufnahmen nacheinander mit verschiedenen Belichtungen gemacht werden und die automatisch zusammengesetzt werden. Da habt ihr dann noch schärfere Kontraste und noch besseres Bildmaterial, besonders in lichtschwachen oder lichtschwierigen Situationen, und auch eine Reihenaufnahme, also wie eine Art Burst, schnell mehrere Fotos hintereinander. Das könnt ihr auch mit den zwei machen. Also da nehmen die zwei sich nicht viel. Die Mavic Mini hingegen kann da sehr, sehr wenig. Auch wichtig ist das Thema, wie kann ich manuell die Aufnahmen beeinflussen. Viele von euch oder der eine oder andere Profi von euch will vielleicht nicht im manuellen Modus der Drohne das überlassen. Das funktioniert zwar sehr, sehr gut, aber der eine oder andere sagt, ich will meine Belichtung, ISO-Werte und so weiter vielleicht doch manuell einstellen. Hier gibt es auch nochmal Unterschiede. Das kann aktuell die Mavic Mini nur im Fotomodus. Dort könnt ihr ISO-Belichtung und so weiter manuell einstellen, aber nicht im Videomodus. Dort macht sie alles automatisch. Außerdem hat sie einen Autofokus, das heißt, ihr könnt nicht irgendwas manuell anfokussieren. Die Spark hingegen, dort könnt ihr bei Video und bei Foto die Einstellung auch auf manuell umstellen, natürlich auch auf Automatik lassen, aber eben auch manuell einstellen. Aber sie hat auch einen automatischen Fokus, den sie immer selber nimmt. Und da ist nochmal der kleine Unterschied zur Mavic Air. Die kann nicht nur auch auf manuell umgestellt werden für Foto und Video, sondern dort könnt ihr sogar den Fokus manuell setzen, indem ihr im Bild eben auf das Objekt drückt, was im Fokus, also wo die Schärfe genau drauf gesetzt werden soll. Was funktionstechnisch bei allen drei nochmal gleich ist, ist das Thema Return to Home, also die Sicherheitsfunktion, sprich, wenn der Akku zur Neige geht und ihr da auf die Warnmeldung nicht rechtzeitig reagiert und sie zurückfliegt oder die Verbindung komplett abbricht oder ihr eben diesen Return to Home Modus manuell auslöst in der App oder auf dem Notfallknopf auf der Fernsteuerung, dann kommt die Drohne automatisch zu euch zurück. Ihr könnt in der App einstellen, in welcher Höhe sie das machen soll. Sie geht dann nämlich erst auf eine sichere Höhe, um rückwärts keine Hindernisse zu erwischen, kommt dann zu euch zurück und landet an dem Punkt, an dem sie gestartet ist, oder teilweise könnt ihr den Startpunkt auch noch selber umsetzen. Aber das ist eine Sicherheitsfunktion, die bei allen dreien eben dementsprechend gleich ist und auch gleich gut funktioniert. Im Zusammenhang mit dem Thema Return to Home, also sprich die Drohne automatisch zurückfliegen lassen und eigentlich auch in Kombination mit der Sensorik, sei noch eine spezielle Geschichte erwähnt, die bei der Mavic Air noch zusätzlich dazu kommt und die nur die Mavic Air hat und dort auch neu eingeführt wurde. Und das ist nicht nur die Hinderniserkennung, die beim Zurückfliegen zusätzlich auch benutzt wird, um Hindernisse zu erkennen, falls ihr die Rückkehrflughöhe nicht hoch genug gesetzt habt. Und das, was noch ganz speziell dabei ist, ist das sogenannte APAS-System. Und zwar ist das ein System, was Hindernisse nicht nur erkennt und die Drohne stoppen lässt vor den Hindernissen, sondern ihr könnt dort sogar einstellen, dass sie die Hindernisse automatisch umschifft, also versucht, eine Route um Hindernisse herum zu planen sozusagen. Und das nicht nur bei der Return-to-Home-Funktion, sondern auch im allgemeinen Flug beispielsweise. Also wenn ihr einfach nur unterwegs seid, entweder die Flugfunktion nutzt, die Spezialfunktion, oder auch manuell fliegt, könnt ihr das anhaken und dann versucht die Drohne, wenn ihr auf ein Hindernis zusteuert, nicht nur zu bremsen, sondern wenn ihr es aktiviert habt, dann zusätzlich auch um das Hindernis herum einen Weg zu finden. Und das ist einfach nochmal eine Besonderheit für die Mavic Air. Ihr solltet das aber nicht als Feature nutzen, sondern nur als Sicherheitsfunktion. Wichtig ist immer, dass ihr selber so sicher fliegt, dass es eigentlich gar nicht in die Situation kommt oder die Drohne gar nicht in die Situation kommt, bremsen zu müssen oder sogar ausweichen zu müssen. In Summe geht aber jetzt dieser große Funktionspunkt, der wirklich ein großer Punkt ist, weil wir haben ja sehr viel untereinander geschaut, geht ganz klar an die Mavic Air, weil da sind am meisten Funktionen drin. Die Quickshots nochmal zusätzlich, Hindernisausweichung und. Eng gefolgt von der Spark. Die Mavic Air hier mit Abstand am wenigsten Funktionen, aber das, wie gesagt, auch aus Absicht, weil sie eben besonders einfach bedienbar sein kann und diese Funktionsfülle natürlich Anfänger auch komplett erschlagen kann und man sich gar nicht auf das Wichtige konzentrieren kann. Ich will weder das eine noch das andere gut oder schlecht reden.
Deswegen hier einfach unser Punktesystem. Ein dicker Punkt auch hierfür nochmal an die DJI Mavic Air. Und jetzt wollen wir das Video- und Fotomaterial wirklich mal im Detail vergleichen, wie die 3 Drohnen denn dabei abschneiden. Dazu sehen wir hier als erstes die Aufnahme der DJI Spark in Full HD, im Anschluss daran die Aufnahme der Mavic Mini in 2,7K und danach nochmal die Aufnahme der DJI Mavic Air in 4K. Ich habe euch die Videos hier mal direkt hintereinander gelegt. Die sind natürlich unterschiedlich groß wegen der unterschiedlichen Auflösung. Also das Video der Spark natürlich am kleinsten und der Mavic Air am größten. So könnt ihr das direkt miteinander vergleichen. Außerdem habe ich euch die Videos dann in der folgenden Ansicht auch nochmal auf die gleiche Größe skaliert, also alle auf 4K hochgezogen und untereinander geordnet, sodass ihr direkt den gleichen Bildausschnitt habt und hier die Auflösung vergleichen könnt. Und man sieht ganz klar natürlich, dass die Spark von Full HD auf 4K hochskaliert da natürlich am schlechtesten abschneidet, das Bild ziemlich verwaschen ist. In Anführungsstrichen, es ist trotzdem noch ein super Bild für eine Drohne, aber einfach im Vergleich natürlich zu 2,7K und 4K dementsprechend schlechter abschneidet. Weil der Vergleich mit der Spark mit der doch recht geringen Auflösung im Vergleich relativ wenig Sinn macht, haben wir im Folgenden euch nur noch die Mavic Mini und die Mavic Air miteinander verglichen. Außerdem hat auch der Akku von der Spark schlapp gemacht. Der lag bei uns wahrscheinlich zu lange unbenutzt im Schrank und hält die Spannung nicht mehr entsprechend. Deswegen hier nochmal eine Aufnahme, einen direkten Vergleich mit der Kamera senkrecht nach unten von einem Feld von der Mavic Air gegen die Mavic Mini. Hier sieht man, dass die Aufnahmen beide wirklich sehr gut sind, aber natürlich die Mavic Air mit der 4K-Auflösung nochmal entsprechend schärfer ist. Man sieht aber auch, dass die Mavic Air, und dafür ist sie bekannt oder hat so ein bisschen ihren Ruf bekommen, dass die Aufnahmen ziemlich von Farben her überzeichnet sind, also sehr starke, knackige Farben. Der ein oder andere mag das. Es ist aber mehr als realistisch sozusagen, man muss es mögen. Die Mavic Mini von den Farben hier etwas mehr realistisch und wir haben euch hier die Bilder auch nochmal direkt untereinander gelegt, dass ihr beides vergleichen könnt. Da seht ihr, dass die übertriebenen, quasi etwas übertriebenen Farben der Mavic Air, dafür aber die bisschen entsprechend schärferen Details. Ob euch das gefällt oder was euch hier wichtig ist, das bleibt euch natürlich selbst überlassen, aber hier haben wir jetzt einfach nochmal, ohne das Ganze nebeneinander zu packen, nochmal 3 Aufnahmen vom gleichen Szenario und zwar zuerst von der Mavic Mini in 2,7K, was, wie ich finde, eine sehr schöne und coole Aufnahme ist. Wenn man es nicht weiß, vermisst man vielleicht die 4K gar nicht. Im zweiten haben wir die gleiche Aufnahme nochmal mit der Mavic Air gemacht, die aber auch auf 2,7K runtergestellt, sodass man mal 2,7 und 2,7K beides vergleichen kann, ohne das eine oder andere hoch oder runter zu skalieren. Und als letztes hier im Anschluss dann nochmal mit der Mavic Air in vollen 4K, wo man wieder die sehr kräftigen oder teilweise schon zu kräftigen Farben sieht, aber dafür natürlich auch die wunderbare 4K-Auflösung. Soweit zum Thema Video und Videovergleich und jetzt kommen wir noch zu den Fotos. Wie gesagt, alles 12 Megapixel Fotos. Hier werdet ihr auch die Farbthematik sehen zwischen der Mavic Air und der Mavic Mini. Ich habe immer das gleiche Foto zuerst euch hier von der Mavic Mini eingeblendet. Danach seht ihr das Foto von der Mavic Air. Und hier jetzt nochmal 2 weitere Fotos. Wieder zuerst Mavic Mini, dann die Mavic Air und wieder ein Foto der Mavic Mini und das gleiche Foto von der Mavic Air. Soweit zum Thema Videoqualitätsvergleich und Fotoqualitätsvergleich. Kommen wir zum Fazit und zur Zusammenfassung. Was ist jetzt die richtige Drohne? Welche Drohne soll ich mir kaufen? Wie vorhin angedeutet, gibt es nicht die Allheil-Entscheidung oder Empfehlung von uns, die heißt, das ist auf jeden Fall immer die richtige Drohne. Ich will euch zumindest mitgeben, meine persönliche Meinung ist, ihr solltet nicht auf die DJI Spark setzen, denn die gibt es nicht mehr, die wird nicht mehr produziert. Es ist die älteste Drohne. Sie hat in unserem Punktesystem so oder so am wenigsten Funktionen, liegt bei den meisten Geschichten, nicht bei allen, aber bei den meisten hinten. Es sei denn natürlich, ihr sagt, ihr könnt die besonders günstig irgendwo gebraucht bekommen oder irgendwo noch ein Schnäppchen machen oder ihr braucht ganz speziell eine Funktion, die nur die DJI Spark kann, dann kann das natürlich auch die richtige Drohne sein, aber prinzipiell würde ich euch zu einem von diesen 2 Drohnen hier raten, aus genannten Punkten. Und hier ist eine Rechtfertigung wirklich für jede von den Drohnen möglich, je nachdem, was euch
wichtig ist. Ganz einfach schon, wenn ihr sagt, ihr braucht auf jeden Fall 4K-Aufnahmen oder 60 FPS bei hoher Auflösung oder ihr braucht eine Hinderniserkennung, weil ihr euch damit sicherer fühlt oder ihr wollt auf jeden Fall Active Track haben, dann kommt zum Beispiel, geht nichts mehr an der Mavic Air vorbei in dem mittleren Preissegment, denn das kann die Mavic Mini einfach gar nicht. Ihr müsst dafür aber auch mehr Geld in die Hand nehmen, fast das Doppelte und habt auch nicht das allerneueste Modell, aber das ist eine Rechtfertigung, die ganz klar erklärbar ist sozusagen, wo man nicht dran vorbeikommt. Wobei ihr euch auch wieder die Frage stellen müsst, brauche ich eben diese Sachen wirklich? Als Anfänger klingt das immer interessant, aber Active Track, wie gesagt, funktioniert oft so oder so nicht so perfekt, dass ihr es nachher wirklich für Videos überall benutzen könnt. Es sei denn, ihr sagt, ich kann da auch Abstriche machen und benutze halt die Funktion lieber. Die Flugmodi sind ziemlich cool, die könnt ihr wirklich für viel benutzen. Und Asteroidenmodus und sowas ist auch wirklich eine gigantische Geschichte, was hierfür sprechen würde. Aber wie gesagt, ein wesentlich höherer Preis und eine größere Bauform. Für die Mini würde sprechen, zum Beispiel, wenn ihr sagt, Preis ist mir ganz wichtig, ich will einen möglichst günstigen Preis oder ich will eine ganz leichte Drohne, die ganz klein ist und ganz kompakt ist und, was ich vorhin auch nicht erwähnt habe, eben mit diesen 250 Gramm, wo sie drunter bleibt, mit den 249 Gramm, da geht ja auch dem ein oder anderen gesetzestechnischen Thema aus dem Weg, denn hierfür braucht ihr zum Beispiel keine Plakette für die anderen beiden Drohnen, denn ab 250 Gramm braucht ihr eine Drohnenplakette, also ein Drohnenkennzeichen. Ist aber auch wieder keine größere Aktion, kostet eben nur wenige Euro, ist schnell gekauft und draufgeklebt. Es kommen aber auch mit der neuen EU-Verordnung noch die ein oder anderen neueren Gesetze, wo es vielleicht für schwerere Drohnen über 250 Gramm noch ein paar kleine Mehrauflagen gibt. Prinzipiell hat das aber bis jetzt aber auch immer funktioniert und man hat da einen Weg gefunden, gesetzestechnisch trotzdem im Rahmen zu sein, sei der Vollständigkeit halber nur erwähnt. Oder ihr sagt eben, ich bin Anfänger und möchte auch wirklich ein möglichst einfach zu fliegendes Modell haben, was nicht mit Funktionen überladen ist und. Auch was ganz klar für die DJI Mavic Mini sprechen würde. Von den Flugeigenschaften, ihr habt es vorhin im Video gesehen, sind alle relativ ähnlich. Meiner Meinung nach lässt sich die Mavic Mini aber auch am angenehmsten, am weichsten, am einfachsten fliegen. Gleichzeitig aber auch für Profis interessant, denn sie macht auch fast am meisten Spaß zu fliegen und ist auch durch die Leichtigkeit sehr agil. Das heißt nicht nur gut fliegen im Sinne für Anfänger, sondern auch für die, die ein bisschen Spaß haben wollen und die teilweise schon gut fliegen können. Ein sehr gutes Modell zum Fliegen, aber auch da liegen die beiden sehr nah beieinander. Für diejenigen, die sagen, Größe ist mir egal, kann so groß sein, wie sie will und Geld ist mir auch egal. Da muss man dann natürlich aus diesem mittleren Preissegment einfach rausgehen und sagen, dann ist das hier die Waffe der Wahl. Dann ist eben eine DJI Mavic 2 Pro oder DJI Mavic 2 Zoom das Gerät. Da bin ich zwar weit über 1000 Euro, aber da habe ich natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten und Funktionen und vor allem Video- und Bildqualität nochmal einiges an Level größer, aber wenn ihr nur YouTube-Videos oder ähnliches machen wollt, dann seid ihr auch mit denen hier allen in Regionen, die da wunderbar funktionieren und keine Nachteile haben. So oder so, sehr viele Fakten, das ein oder andere Praktische vom Bildmaterial, was ich euch verglichen habe. Ich will euch mit dem Video nur alle Möglichkeiten an der Hand geben, sodass ihr selber entscheiden könnt. Die Entscheidung müsst ihr einfach selber treffen, euch überlegen, was ist euch wichtig. Ihr könnt prinzipiell nichts ganz falsch machen, weil es sind immer super Geräte hier. Sonst würde ich euch das auch sagen. Das heißt, ihr werdet nachher so oder so wahrscheinlich glücklich sein, aber versucht den Rahmen eben anhand dessen abzustecken, was euch wichtig ist. Ich hoffe, dabei konnte ich euch dementsprechend wieder helfen. Ich verlinke euch hier oben nochmal trotzdem den Testbericht von der DJI Mavic Mini, dass ihr da nochmal als Schnelllink drauf zugreifen könnt und auch von der DJI Mavic Air. Dort haben wir auch nochmal einen umfangreichen Testbericht und euch viele Videos gedreht. Den verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Findet ihr aber beides auch nochmal im Abspann, wo ich euch unsere Drohnen Top 10 auf drohnen.de verlinke. Prinzipiell wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr gern ein Like hinterlassen könnt für das Video, wenn es euch gefallen hat und bitte auch gern kommentieren, ob das Ganze euch gefallen hat, in welche Richtung ihr euch entscheidet, was euch wichtig ist oder nicht. Das würde uns sehr interessieren. Und wenn ihr den Kanal nicht ohnehin schon abonniert habt, dann gern den Abonnieren-Button schnell drücken. Dann bekommt ihr auch nämlich eine Benachrichtigung, wenn ihr die Glocke mit anhakt, wenn die nächsten Videos von uns online gehen und dann seid ihr da auch wieder mit dabei. Mir hat es auf jeden Fall wie immer viel Spaß gemacht, alles für euch vorzubereiten hier und das Video dementsprechend aufzubereiten. Und ich freue mich wie immer auf das nächste Mal. Von daher tschüss und bis dann.